Indefinitpronomen. In meinem heutigen Video erkläre ich dir die drei unterschiedlichen Gruppen der Indefinitpronomen zusammen mit den wichtigsten Indefinitpronomen für jede einzelne Gruppe. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Also, falls du noch Grammatikprobleme hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und gemeinsam lösen wir alle deine Grammatikprobleme. Heute geht es um die Indefinitpronomen. Bevor ich dir genau erkläre, welche unterschiedlichen Gruppen es gibt und welche Indefinitpronomen in den jeweiligen Gruppen stehen, als erstes mal die Frage, was ist eigentlich ein Indefinitpronomen? Grundsätzlich beschreibt jedes Indefinitpronomen immer eine Person oder eine Sache, genauso wie ein Personalpronomen. Der Unterschied hier ist dabei, dass Indefinitpronomen, wie es der Name schon sagt, indefinit, sich immer auf etwas Unbestimmtes bezieht und ein Personalpronomen bezieht sich immer auf etwas Bestimmtes. Als Beispiel bringst du mir etwas zu essen mit. Etwas ist hier ein Indefinitpronomen, denn du gibst die Anweisung, dass dir jemand Essen bringen soll, aber du gibst keine konkrete Anweisung, etwas Unbestimmtes, Indefinites. Als Beispiel dagegen, etwas Bestimmtes wäre, bringst du mir bitte einen Döner mit. Das wäre natürlich ein Nomen und kein Personalpronomen. Bringst du mir ihn mit Personalpronomen. Aber für das ihn müssen wir wissen ganz genau was, nämlich den Döner. Bei etwas, das ist dann egal. Wir möchten einfach irgendetwas zu essen, völlig egal was. Nichts Bestimmtes. Ich habe einfach Hunger und mir ist es egal. Genau da liegt der Unterschied und welche weiteren Indefinitpronomen es gibt und wie die drei Gruppen sich unterscheiden, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Die drei Gruppen von Indefinitpronomen. Grundsätzlich unterscheidet man die Indefinitpronomen in Indefinitpronomen für Personen, in Indefinitpronomen für Dinge und in Indefinitpronomen für Personen und Dinge. Also jedes einzelne Indefinitpronomen kann entweder nur für Personen, nur für Dinge oder einige auch für beides benutzt werden. Schauen wir uns als erstes die Indefinitpronomen nur für Personen an. Fangen wir an mit Mann. Mann ist unpersönlich und kann für eine oder mehrere Personen stehen. Er steht immer in der dritten Person Singular und muss dekliniert werden. Ja, Mann muss dekliniert werden. Im Nominativ ist es nämlich Mann, im Akkusativ aber einen und im Dativ ist es einem. Das musst du hier beachten. Ein Beispiel, hier muss man einem immer alles erklären. Man bezieht sich immer auf etwas, eine Person, aber auf eine unbestimmte Person. Also man spricht jemanden damit nicht direkt an. Man sagt das immer, wenn man allgemein eine Situation beschreibt, in der Personen eine wichtige Rolle spielt, aber man nicht genau sagen kann, wer das ist oder vielleicht auch nicht möchte, weil man sonst denjenigen beleidigen würde. Die Indefinitpronomen jemand und niemand können nur in der dritten Person Singular stehen und jemand bezieht sich immer auf eine unbestimmte Person und niemand verneint jemand. Jemand und niemand müssen theoretisch dekliniert werden. Die Deklination wird aber oft weggelassen und ist daher auch ganz offiziell nur noch optional. Im Nominativ ist es jemand und niemand, im Akkusativ jemanden oder niemanden und im Dativ jemandem und niemandem. Hier viele, vor allem ältere Menschen, werden diese Endung dranhängen. Jüngere Menschen machen es wahrscheinlich weniger, aber das ist sehr
individuell. Grundsätzlich empfehle ich jedem, hängt die Endung dran. Wenn du dir sicher bist, welcher Fall es ist. Wenn du dir nicht sicher bist, gerade in einer Prüfung, lass sie weg. Beides ist korrekt. Hier noch ein paar Beispiele, damit du es besser verstehst, wann du niemand benutzt. Spricht hier jemand Deutsch? Niemand antwortet. Schade, niemand spricht hier Deutsch. Wenn man jemanden braucht, ist niemand da. Hier bedeutet einfach, ich frage nach einer unbestimmten Person, ob egal wer hier Deutsch spricht. Und da leider absolut keine Person antwortet, also niemand, keine Person, niemand, bin ich enttäuscht. Und jemand kannst du auch noch mit irgend kombinieren. Dadurch wird es noch unbestimmter. Also irgendjemand wird das schon machen. Das bedeutet im Sinne von egal wer. Also das irgend tut das Unbestimmte nochmal hervorheben, nochmal verstärken. Egal wer, mir ist es egal. Irgendjemand, irgendwer wird es machen. Kommen wir zu den Indefinitpronomen nur für Dinge. Das Wichtigste und das Erste, was du wahrscheinlich kennengelernt hast, ist etwas. Etwas ist unveränderlich und ja, du musst es nicht deklinieren. Super, oder? Es ist Stellvertreter für eine unbestimmte Sache oder Situation. Etwas kannst du auch hier wieder mit irgend verstärken. Also hörst du etwas? Ja, da ist irgendetwas. Du weißt aber überhaupt nicht, was es ist. Das ist irgendein Geräusch. Häufig wird dieses etwas in der Umgangssprache auch zu was zusammengekürzt. Hörst du was? Ja, da ist irgendwas. Also aufpassen, in der Umgangssprache hast du häufig was und irgendwas hier anstelle von etwas und irgendetwas. Der Unterschied zu diesem hier, das bezieht sich immer auf Personen und das nur auf Dinge. Darauf musst du achten. Etwas immer nur auf Dinge und Situationen. Und worauf du bei etwas auch noch achten musst, etwas hat noch eine zweite Bedeutung im Sinne von ein bisschen oder ein wenig. Etwas mehr Erholung würde dir sicher gut tun. Hast du etwas mehr Geld für mich, Papa? Im Vergleich zu siehst du etwas. Also hier, wenn du etwas mit ein bisschen oder ein wenig austauschen kannst, dann ist es kein Indefinitpronomen, sondern ein ganz einfaches Adverb. Und hier ist es ein Indefinitpronomen, siehst du etwas. Als Indefinitpronomen alles beschreibt immer eine sehr stark verallgemeinernde Bedeutung oder es hat eine sehr stark verallgemeinernde Bedeutung und steht für eine Sache oder eine Handlung. Ich mache am liebsten alles allein. Alles oder nichts. Nichts ist hier das Gegenteil von alles und alles bezieht sich grundsätzlich auf Situationen, Dinge und Handlungen, die keinen Genus haben und wird häufig so benutzt, wenn du dich nicht auf einen kleinen Gegenstand oder eine kleinere Handlung beziehst. Hier ist es etwas Konkretes. Hörst du etwas, also du versuchst ein konkretes Geräusch zu hören. Und hier alles ist einfach die komplette Situation. Nicht irgendein spezielles Detail, sondern einfach die ganze Situation. Und nichts ist dann das Gegenteil dazu, und auch alles und nichts müssen genauso wie etwas nicht dekliniert werden. Wir machen das hier noch mal deutlicher mit ein paar Beispielen. Hast du etwas gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Heute ist wieder nichts passiert und ich werde heute nichts machen. Hier bezieht sich es immer, nichts ist absolut
gar keine Handlung wird durchgeführt. Dementsprechend, es ist das Gegenteil von etwas und auch von alles. Hier noch die Beispiele mit alles. Das ist im Vergleich zu etwas einfach die komplette Situation und hier wieder das ganz Bestimmte. Und worauf du auf jeden Fall achten musst, dass du nichts nicht mit nicht verwechselst. Es ist nur das S hier, was den Unterschied macht, aber nicht ist eine Verneinung und nichts ist ein Indefinitpronomen. Nicht verneint alles, was nicht mit kein verneint wird, also alles außer Nomen, aber nichts beschreibt immer, dass du dich auf irgendeine Situation oder Handlung bezieht und ist nicht konkret auf ein anderes Nomen, oder Nomen gerade nicht, aber auf anderes Verb oder andere Dinge bezogen. Darauf musst du aufpassen. Worauf du auf jeden Fall auch achten musst, ist, dass du nichts nicht mit der Verneinung nicht verwechselst. Denn nichts ist ein Indefinitpronomen und nicht ist der Verneinungspartikel. Was ein Partikel ist, darüber habe ich schon ein Video gemacht, das ich dir hier auch in den Infokarten verlinke. Darauf musst du auf jeden Fall achten. Hier ist nur das kleine s, das den Unterschied macht. Schauen wir uns als nächstes die wahrscheinlich kompliziertesten Indefinitpronomen an. Das sind die Indefinitpronomen für Personen und Dinge. Indefinitpronomen für Personen und Dinge können sowohl als Artikelwörter benutzt werden, als auch als Pronomen. Der Unterschied hier ist, als Artikelwort steht das Nomen noch dahinter und als Pronomen ersetzt hier das ganze Indefinitpronomen das eigentliche Nomen. Und als Beispiel, ich will jeden Tag Sport machen, das ist ein Artikelwort. Aber jeder will gesund leben. Das ist ein Indefinitpronomen. Und hier musst du vor allem darauf achten, dass du das wieder deklinieren musst. Schauen wir uns als erstes das Indefinitpronomen jede an. Jede deklinierst du immer wie einen ganz normalen bestimmten Artikel, also der, die, das. Wenn es der ist, weil es nominativ maskulin ist zum Beispiel, dann wäre es jeder. Also die Endung entspricht ganz genau denen der bestimmten Artikel. Und bei jeder ist es ganz wichtig, das Bezugswort, auf das sich jede bezieht, muss im Singular stehen. Anders funktioniert jede nicht. Denn jede beschreibt immer alle Teile einer Gruppe. Jeder will ein iPhone haben. Jeder Mensch, es bezieht sich hier auf Mensch. Mensch wird aber weggelassen, weil es offensichtlich ist. Ich bin mit jedem zufrieden, also mit jedem Schüler. Es ist immer ein Einzelner der Gruppe. Wir haben jeden angerufen, jeden Kunden. Also das Bezugswort steht immer im Singular. Hier ist das Indefinitpronomen, weil wir genau diese drei weggelassen haben. Aber diese drei müssen im Singular stehen, denn ansonsten benutzt du alle. Sobald es im Plural steht, ist es nicht mehr jede, sondern alle. Und auch alle muss wie ein bestimmter Artikel dekliniert werden und alle beschreibt immer die komplette Gruppe. Also hier im Vergleich, alle wollen ein iPhone, alle Menschen. Ich bin mit allen zufrieden, mit allen Schülern. Wir haben alle angerufen, alle Kunden. Hier die Benutzung ist exakt identisch, der einzige Unterschied ist das Bezugswort. Im Singular musst du jede benutzen und im Plural alle. Und beide immer in der deklinierten Version. Kommen wir nun zu den Indefinitpronomen einige und manche. Im Singular beziehen sich einige und manche immer auf Sachen und bekommen somit automatisch immer die Endung es. Im Plural
können sich einige und manche aber auch auf Personen beziehen und bekommen dann die Endungen der bestimmten Artikel im Plural. Also im Nominativ einige von die, im Akkusativ auch die, also auch da einige, Dativ den, einigen, Genitiv der, einiger. Und einige und manche geben dabei immer eine unbestimmte Menge an. Einige müssen den Test wiederholen. Ich würde manches anders machen. Es ist immer eine unbestimmte Menge von irgendetwas an Personen oder Dingen. Und einige und manche werden meistens als Artikelwort genutzt und nur selten als Pronomen. Also auch hier gilt wieder dasselbe wie vorher. Steht ein Nomen dahinter, ist es ein Artikelwort und kein Pronomen mehr. Und nur wenn du kein Nomen dahinter stehen hast, dann ist es auch ein Indefinitpronomen. Die Deklination ist aber unabhängig davon identisch. Kommen wir nun zum Indefinitpronomen ein und kein. Ja, auch die beiden können Indefinitpronomen sein. Du hast bei den anderen schon gesehen, die meisten hier können auch als Artikel benutzt werden. Dementsprechend können auch die unbestimmten Artikel und auch der Negativartikel kein, der im Prinzip nichts anderes ist als ein unbestimmter Artikel, der gleichzeitig das Ganze noch verneint, auch als Indefinitpronomen benutzt werden, denn du nennst die unbestimmten Artikel ja auch indefinite Artikel. Da steckt das drin, also auch deswegen alle unbestimmten Artikel können als Indefinitpronomen benutzt werden, wenn das Nomen dahinter weggelassen wird. Und die Deklination ist ganz genau gleich. Der Unterschied ist, ein bekommt im Maskulin und Neutral Nominativ eine Endung und natürlich im Akkusativ Neutral auch. Und das ist genau die Endung des bestimmten Artikels. Du weißt ja, ein existiert im Plural nicht, deswegen ersetzen wir es im Plural durch welche mit entsprechender Endung. Kein bekommt exakt dieselben Endungen und existiert ja auch im Plural, dementsprechend kannst du kein ganz normal benutzen. Ein im Plural wird durch welche ersetzt. Schauen wir uns das Ganze an ein paar Beispielen an. Hast du ein Auto? Ja, ich habe eins. Oder nein, ich habe keins. Hier könntest du auch sagen, ja, ich habe ein Auto. Aber wir nutzen die Indefinitpronomen häufig einfach, um Wiederholungen zu vermeiden. Und das funktioniert einfach über das Anhängen der Endung, beziehungsweise wir lassen das Nomen einfach weg. Nein, ich habe keins. Gibst du mir ein paar Äpfel? Ja, hier hast du welche. Nein, du bekommst keine mehr. Hier ist es Plural, deswegen ist es kein ein mehr, sondern welche. Und bei der Verneinung, nein, du bekommst keine mehr, keine Äpfel. Worauf du aufpassen musst, ist, dass wenn wir über etwas nicht Zählbares sprechen, also etwas, das eine unbestimmte Menge ist, wo wir nicht sagen können, dass es davon 1, 2, 3, 4, 5 oder wie viele auch immer gibt, dann muss ein, auch im Singular, durch welche ersetzt werden. Überall sonst kannst du es im Singular durch welche ersetzen, es ist aber nicht wirklich empfohlen. Worauf du achten sollst, Dinge und Personen sind immer zählbar. Ich brauche noch Salz, hast du noch welches? Salz ist nicht zählbar, du kannst nicht sagen, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Salz. Deswegen geht das hier nicht mit ein. Du musst welche benutzen und das ist das Salz, also hast du noch welches? Nein, aber ich frage mal Frau Meier, sie hat bestimmt welches. Also im Singular bei unbestimmten Dingen und im Plural immer welches und bei allen zählbaren Dingen am besten immer ein benutzen.
Dort kannst du manchmal auch welche benutzen. Da es dafür aber keine exakt konkrete Regel gibt, empfehle ich dir, solange es zählbar ist, nutze ein und nur wenn es unzählbar ist, benutze welche. Ich weiß, die Indefinitpronomen gehören nicht zu den Themen, wo jeder direkt sagt, okay, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich es machen muss. Deswegen ist es wichtig, dass du diese Dinge übst. Und daher empfehle ich dir, schau dir jetzt meine Grammatikakademie an. Dort findest du neben einer Sammlung von über 600 Seiten Erklärungen auf eine einfache, leicht verständliche Art und Weise zu allen Grammatikthemen und weiteren über 500 Seiten Übungen zu all diesen Grammatikthemen, nämlich auch Übungen zu jedem einzelnen Grammatikvideo, was ich hier mache. Übungen, die direkt nur für dieses Video geschrieben wurden, mit denen du alle Themen, die ich hier auf YouTube bespreche, danach ganz super üben kannst und das Neugelernte direkt üben, vertiefen und verfestigen kannst. Also schreib dich jetzt ein und dann sehen wir uns gleich wieder in meiner Grammatikakademie.